Bunte Welt oder Schwarz-Weiß? Ich bin Jason, ein Mann mittleren Alters, 50 Jahre alt, mit einer besonderen Sicht auf die Welt. Meine Familie war groß, 4 Geschwister, die voller Energie und Fantasie in Regenbögen dachten. Aber ich war anders. Für mich war die Welt immer graustufig. Das war kein Problem. Es war einfach meine Realität. Ich erinnere mich lebhaft an die Nachmittage, an denen meine Geschwister mit Buntstiften auf dem Boden saßen und Bilder malten. Sie waren so begeistert von ihren Werken und fragten mich oft: Jason, welche Farbe gefällt dir am besten? Ich lächelte und sagte: Alle sehen gut aus. In Wahrheit wusste ich nicht, was sie meinten. Für mich war die Magie nicht in den Farben, sondern in den Kontrasten von Licht und Schatten. Ich konnte Dinge erkennen, die anderen verborgen blieben. Die feinen Abstufungen im Grau, das Spiel der Schatten bei Sonnenuntergängen. Diese Welt war meine eigene kleine Kunst. Doch manchmal war ich neugierig. Einmal nach einem Sommerregen liefen wir Kinder in den Garten. Meine Schwester Sarah zeigte in den Himmel und rief: Schau, ein Regenbogen! Alle waren begeistert. Ich schaute auch, aber sah nur einen grauen Bogen, der sich am Himmel spannte. Er ist wunderschön, oder Jason? Fragte sie mich. Ich nickte und lächelte, um ihre Freude nicht zu trüben. Regenbögen wurden für mich zu einem geheimnisvollen Symbol, etwas, das ich nie wirklich verstehen konnte. Als Kind war ich voller Fragen. Was ist blau? Fragte ich einmal meine Mutter. Sie antwortete: Blau ist die Farbe des Himmels, ruhig und friedlich. Mein Bruder Lukas beschrieb Rot als warm wie ein Lagerfeuer in einer kalten Nacht. Ihre Worte malten Bilder in meinem Kopf, aber diese Bilder hatten keine Farben. Für mich blieben sie Emotionen, die ich nicht greifen konnte. Ich stellte mir vor, dass Farben vielleicht wie Musik sind, etwas, das man fühlen, aber nicht immer erklären kann. Mit den Jahren fand ich Frieden in meiner eigenen Wahrnehmung. Ich liebte es, wie das Licht durch die Blätter der Bäume fiel oder wie Wasser in der Sonne glitzerte. Diese kleinen Wunder waren genug, um mich glücklich zu machen. Jeder Sonnenaufgang, den ich sah, war für mich ein eigenes Kunstwerk. Ich lernte, die Welt auf meine Weise zu genießen und fand Schönheit in den Details, die andere vielleicht übersahen. Später gründete ich meine eigene Familie. Meine Frau Anna hatte eine besondere Ausstrahlung, die ihre Persönlichkeit strahlen ließ. Sie sagte oft, ihre grünen Augen seien ihr Lieblingsmerkmal und sie trug gerne farbenfrohe Kleider. Für mich war sie wunderschön, egal was sie trug. Unsere Kinder, Emma und Lukas, wuchsen in einer Welt voller Farben auf. Emma liebte es, ihre Haare in leuchtenden Farben zu färben. Einmal hatte sie rosa, ein anderes Mal lila. Wie findest du es, Papa? Fragte sie oft. Ich sagte immer: Es sieht sicher toll aus. Und sie strahlte. Lukas, mein Sohn, war fasziniert von der Natur. Er sammelte Blätter und Blumen und zeigte mir die schönsten Farben, wie er es nannte. Ich bewunderte ihre Begeisterung, auch wenn ich ihre Welt nicht ganz teilen konnte. Emma und Lukas sprachen oft über Farben, besonders wenn wir gemeinsam Zeit verbrachten. Einmal fragte mich Emma: Papa, wie stellst du dir Farben vor? Ihre Frage brachte mich zum Nachdenken. Ich stelle mir vor, dass sie wie Gerüche sind. Jeder hat eine eigene Stimmung, eine eigene Tiefe. Vielleicht wirst du sie eines Tages wirklich sehen. Alles änderte sich an einem sonnigen Nachmittag. Ich saß im Wohnzimmer und las, als Emma und Lukas hereinkamen. Beide hatten ein geheimnisvolles Lächeln auf den Lippen. Papa, mach die Augen zu, sagte Emma. Was habt ihr vor? Fragte ich neugierig. Vertrau uns einfach. Also schloss ich die Augen. Ich spürte, wie etwas auf meine Nase gesetzt wurde. Lukas flüsterte: Diese Brille wurde mit moderner Technologie entwickelt, um Farben sichtbar zu machen. Okay, jetzt öffne die Augen, sagte Lukas, und ich hörte die Aufregung in seiner Stimme. Als ich die Augen öffnete, blieb mir der Atem weg. Die Welt, meine Welt, war plötzlich in Farben getaucht. Der Himmel war ein tiefes, intensives Blau, wie ich es nie zuvor gesehen hatte.
Die Blumen im Garten leuchteten in Rot, Gelb und Lila, als hätten sie auf mich gewartet. Ich sah Emma an, und ihre Haare waren wirklich rosa, ein helles, fröhliches Rosa, das mich überwältigte. Lukas' braune Haare hatten eine Tiefe, die ich zuvor nie wahrgenommen hatte. Dann hob ich den Blick und sah ihn, den Regenbogen. Einen echten Regenbogen, der sich majestätisch über den Himmel spannte. Ich konnte nicht sprechen. Die Tränen kamen von selbst, und ich ließ sie fließen. Es fühlte sich an, als hätte ich mein ganzes Leben lang durch einen Vorhang geschaut, und dieser Vorhang war nun weggezogen. Papa, wie fühlst du dich? Fragte Emma leise. Ich sah sie und Lukas an, beide mit einem Ausdruck von Liebe und Sorge. Ich zog sie in eine feste Umarmung und sagte, »Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll.« Seit diesem Tag sehe ich die Welt mit neuen Augen. Jeder Sonnenuntergang, jedes Blatt, jeder Stein ist für mich ein kleines Wunder. Ich habe meine Kinder gefragt, warum sie das getan haben. Emma sagte, weil du es verdient hast, die Welt so zu sehen, wie wir sie sehen. Jetzt verstehe ich, was Farben wirklich bedeuten. Sie sind mehr als nur Eindrücke, sie sind Gefühle, Geschichten, Verbindungen. Und jedes Mal, wenn ich die Brille aufsetze, fühle ich mich, als würde ich die Welt neu entdecken. Ich weiß, dass ich nie wieder derselbe sein werde. Das Geschwister. Meine Geschwister sind sehr freundlich. Der Regenbogen. Nach dem Regen sahen wir einen Regenbogen. Der Buntstift. Ich male mit einem Buntstift. Die Farbe. Welche Farbe magst du am meisten? Der Schatten. Unter dem Baum gibt es viel Schatten. Der Himmel. Der Himmel ist heute sehr blau. Die Sonne. Die Sonne scheint den ganzen Tag. Der Garten. Im Garten wachsen viele Blumen. Die Blume. Ich habe eine rote Blume gepflückt. Das Blatt. Im Herbst fallen die Blätter von den Bäumen. Die Brille. Ich brauche eine neue Brille. Der Sonnenuntergang. Der Sonnenuntergang war gestern wunderschön. Das Feuer. Das Feuer wärmt uns in der Nacht. Das Bild. Ich habe ein schönes Bild gemalt. Der Regen. Der Regen hat die Straßen nass gemacht. Das Schwarz. Schwarz ist eine beliebte Farbe. Das Weiß. Weiß steht für Reinheit. Graustufig. Diese graustufige Zeichnung ist beeindruckend. Grün. Der grüne Baum ist sehr alt. Siu. Blau. Der Himmel ist heute blau.
Rot. Die rote Rose ist wunderschön. Farbenfroh. Der Garten ist farbenfroh im Frühling. Lila. Lila ist meine Lieblingsfarbe. Rosa. Das rosa Kleid steht dir gut. Hell. Das Zimmer ist hell und gemütlich. Allen. Kinder malen Bilder mit Buntstiften. Färben. Wir färben die Wände im Wohnzimmer hellblau.